Darüber wollen wir sprechen mit dem Welt-Herausgeber Stefan Aust. Guten Abend nach Hamburg. Hallo. Guten Abend. Was erwartest du in diesen Memoiren? Eine selbstkritische Reflexion der Altkanzlerin oder eher Verklärung der Ereignisse ihrer Amtszeit? Das wäre dann ja eine völlig neue Merkel, wenn sie anfangen würde, ihre eigenen Aktionen, ihre eigene politische Geschichte zu kritisieren. Das glaube ich nicht. Dennoch, ich habe ein paar Auszüge, die jetzt veröffentlicht worden sind, gelesen. Ich finde es in der Tat interessant. Und ich glaube, die Fragen, die sich darauf stellen, die kann man dann auf einer bestimmten Basis stellen, nämlich auf der Basis der entsprechenden Abschnitte in ihrem Buch. Ich glaube, sie wird die Fragen nicht alle beantworten, wahrscheinlich auch gar keine gestellt werden, weil sie sich selbst wahrscheinlich keine stellt. Aber wenn sie dann ihre Vorgänge beschreibt, dann glaube ich, fallen einem eine ganze Menge Fragen ein und man kann analysieren, was davon jetzt aus dem heutigen Blick zurück zutrifft oder was nicht zutrifft. Man darf ja nicht vergessen, sie hat ja die Weichen gestellt in ganz vielen Bereichen, aber sie war ja auch keine Hellseherin. Sie wusste natürlich auch nicht, was aus allen Aktionen tatsächlich wird. So sind eben viele Probleme, mit denen wir heute zu tun haben, Energiefrage, Migrationsfrage, auch übrigens der Konflikt und der Krieg in der Ukraine sind natürlich alles Dinge, die zu ihrer Zeit auf irgendeine Weise begonnen haben. Übrigens in Sachen Ukraine steht da eine sehr interessante Passage, die auch schon veröffentlicht worden ist. Da würde ich noch mal gerne drauf eingehen wollen, denn das dreht sich ja um Merkels Nein zur zügigen NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, damals auf dem Gipfel in Bukarest 2008. Und sie sagt da sinngemäß, eine Mehrheit der Ukrainer wollte das damals nicht, wollte nicht zur NATO gehören. Wenn man heute mit Ukrainern spricht, dann sagen die aber im Gegenzug, Angela Merkel ist schuld daran, dass dieser Krieg überhaupt so weit gekommen ist. Also ich finde das ziemlich einleuchtend, was sie da erzählt über die Situation. Und das deckt sich auch mit vielen anderen Dingen, die wir wissen. Der Krieg ist natürlich dadurch ausgelöst worden, dass Putin in das Land eingefallen ist. Das ist keine Frage. Aber dieser Krieg hat ja auch eine längere Vorgeschichte. Und ich finde dieses Kapitel über den NATO-Gipfel in Bukarest, den sie da schildert und wo sie sich auch, und ich sage das jetzt ganz bewusst, als Putin-Versteherin darstellt. Und zwar verstehen im Sinne, nicht im Sinne von Verständnis, sondern im Sinne von Kapieren. Das ist, finde ich, wirklich sehr interessant. Und das hat sie ja die ganze Zeit über viele Jahre miterlebt. Und ich finde, da hat sie auch vielleicht durch ihre eigene Geschichte in der DDR, auch die vielen Jahre, die sie in anderen Ländern, auch in Moskau, zugebracht hat, also längere Zeiträume. Sie kannte die Sprache. Das heißt, sie hat viel von dem, was Putin denkt, was ihn zum Handeln bringt, sozusagen kapiert. Das bedeutet nicht, dass sie es alles unterstützt hat. Und sie teilt auch gegen ihn aus, das ist nicht die Frage. Aber das, was sich dort abgespielt hat und immer noch abspielt, das weiß sie, glaube ich, besser und deutlicher darzustellen als viele andere. Das ist wirklich interessant. Also 2008 eben dieser NATO-Gipfel, ein wichtiges Datum, ein anderes wichtiges Datum, der Spätsommer 2015, die Migrationskrise, sehr, sehr umstritten, Ihre Entscheidungen damals. Auch da gab es ja bislang kaum Selbstkritik. Du hast gesagt, du hast schon ein paar Passagen gelesen. Inwieweit äußert sie sich dazu im Buch? Also von den Passagen, die ich gelesen habe, die vorab veröffentlicht worden sind, ist nichts über Migration. Also ich glaube, da wird sie sich auch sehr schwer tun und wird wahrscheinlich ihre damaligen Positionen noch voll vertreten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie in wesentlichen Punkten tatsächlich sagt, nein, da habe ich einen groben Fehler gemacht. Und in der Tat ist es ja so, was ihr vorher auch angedeutet habt. Sie hat ja im Grunde die CDU, wenn man nett ist, sagt man reformiert, modernisiert. Wenn man nicht nett ist, dann wird man sagen, hat sie zu einer mehr oder weniger rot-grünen Partei gemacht. Und dadurch hat sie den Freiraum gelassen, in den sich dann die AfD einquartiert hat. Ich meine, AfD hat sie ja quasi erfunden, schon durch den Begriff alternativ. Sie hat ja mal ihre Politik als alternativlos erklärt. Und dass sich dann irgendjemand sagt, so, wir sind jetzt die Alternative, das wundert mich eigentlich nicht. Im Grunde müsste sie sozusagen Ehrenmitglied der AfD werden, weil die haben keinem Politiker so viel zu verdanken wie Angela Merkel. Stefan Aust, herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Und ich bin mir sicher, wir werden da noch mal sprechen, wenn vielleicht auch das ganze Buch veröffentlicht ist. Und dann freuen wir uns natürlich auf deine Meinung. Dankeschön nach Hamburg.